Die Ruinen der Burg Werach liegen oberhalb von Wehr in Baden-Württemberg. Durch ihre Lage auf einem zu 3 Seiten steil abfallenden Hügel war sie gut vor Angriffen geschützt. Von der Hauptburg sind noch große Teile der Außenmauern sowie Reste von einem der 2 Rundtürme erhalten. Einst war sie, mit Ausnahme der südlichen Seite, von einem zweiten Mauergürtel samt äußerem Tor umgeben. Der Palas schloss an den leider nicht erhaltenen Rundturm im Südosten an. Vermutlich erbauten die Herren von Wehr die Anlage im 12. Jahrhundert. Ein gewisser Adalgoz von Wehr wird mehrfach zwischen 1092 und 1132 schriftlich erwähnt. Der Bischof von Basel übertrug ihm vor 1100 die Vogtei über das Kloster St. Blasien. 1125 verlor das Bistum Basel aufgrund Adalgots nicht ganz sauberen Amtsführung die Vogtrechte. St. Blasien stellte sich stattdessen unter den Schutz von Konrad von Zähringen. Ab 1227 gehörte die Burg Werach zum Besitz der Herren von Klingen. 1250 war beispielsweise der bekannte Minnesänger Walter von Klingen Herr der Burg. Ein paar Jahre später befand sich der Bischof von Basel in einer Fehde mit Rudolf von Habsburg. 1256 ließ er die Burg belagern, nahm sie ein und zerstörte sie. Bischof Heinrich von Neuenburg, der 1263 bis 1271 im Amt war, ließ die Burg wieder aufbauen. Doch bereits 1272, kurz nach dem Ende der Arbeiten, nahm Rudolf von Habsburg die Anlage erneut ein. Doch diesmal ließ er die Burg nicht zerstören. Von diesem Zeitpunkt an befanden sich Herrschaft, Burg und das Dorf Wehr in der Hand der Habsburger. Allerdings gaben sie die Burg Werach, wie viele andere auch, als Lehen weiter. Und so wechselten die Burgherren in den folgenden knapp 200 Jahren mehrfach, bis Burg Werach 1365 in den Besitz von Rudolf von Schönau kam. Dieser fiel 1386 in der Schlacht bei Sempach gegen die Schweizer Eidgenossen. Die Burg blieb nun über mehrere Jahrhunderte im Besitz der Herren von Schönau. 1668 bauten sie sich ein Schloss, das alte Schloss Wehr. Die Burg überließen sie dem Zerfall und man nutzte sie über längere Zeit als Steinbruch. Ende des 19. Jahrhunderts rettete der Schwarzwaldverein die Ruine und richtete sie in mehreren Etappen für Besucher her.